Das Wolkenexperiment. Was braucht ihr dazu? Eine Flasche, ungefähr zur Hälfte mit Wasser gefüllt, ein Streichholz, mehr nicht. Das Streichholz zündet ihr einmal an. Schaut, dass schön viel vom Holz brennt, aber auf die Finger aufpassen. Wenn das Streichholz gut brennt, in die Flasche werfen und die Flasche zuschrauben. Dann könnt ihr die Flasche ganz fest zusammendrücken und loslassen. Und wie ihr seht, ist da drinnen eine Wolke entstanden. Das funktioniert nicht nur das eine Mal, das könnt ihr beliebig oft machen. Wieder die Flasche zusammendrücken und beim Loslassen entsteht da drinnen eine Wolke. Die Frage ist jetzt, wieso entsteht da eine Wolke? Das ist ganz einfach erklärt. Ihr habt hier Luft und Wasser. Und da wo Wasser ist ganz automatisch auch Wasserdampf in der Luft. Und dieser Wasserdampf, der ist aber fürs erste Mal unsichtbar für unser Auge. Erst wenn wir in die Luft ein bisschen Schmutz hineinbringen und sich dieser Wasserdampf irgendwo festhalten kann, zum Beispiel eben an diesem Schmutz, dann kann da drin eine Wolke entstehen. Bei der Flasche, erst in dem Moment, wo wir sie zusammendrücken, noch keine Wolke, und dann loslassen, da kann sich dann dieser Wasserdampf in der Luft an diesem Schmutz festhalten und ganz kleine Wassertröpfchen bilden, die wir dann als Wolken erkennen können.